Wetten, du machst einen dieser typischen Fehler auch. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute erkläre ich dir einige typische Fehler von Deutschlernern. Und wir starten direkt mit Fehler Nummer 1. Am Wochenende treffe ich meine Freundin. Ich liebe meine Kinder über alles. Wir haben schon viele deutsche Städte besucht. Na, hast du die Fehler in den Sätzen schon gefunden? Natürlich, die Pluralformen stimmen nicht. Es muss Freunde, Kinder und Städte heißen. Aber woher kommt dieser Fehler? Ganz einfach. Du hast schon ganz oft die Pluralform Freunden, Kindern und Städten gehört, aber sie ist nur im Dativ-Plural richtig, in allen anderen Fällen nicht. Es passiert ganz oft, dass Deutschlerner manche Nomen immer im Dativ-Plural, also mit einem extra N am Ende nutzen, weil sie diese Form so oft hören. Richtig ist aber, ich treffe mich mit meinen Freunden, ich bin immer bei meinen Kindern und in vielen deutschen Städten gibt es eine Kirche. Hier brauchst du überall den Dativ, weil die Präpositionen mit und bei sowie in für Ortsangaben den Dativ fordern. Ich habe dir übrigens eine Übersicht mit den wichtigsten Präpositionen und Verben im Dativ gemacht. Du kannst sie dir gratis im Lernpaket der Linkster Academy downloaden. Aber zurück zum Thema. Das N am Ende des Plurals steht nur im Dativ, aber nicht im Nominativ, Akkusativ oder Genitiv. Also, das sind meine Freunde. Ich liebe meine Freunde. Das ist das Auto meiner Freunde. Aber ich helfe meinen Freunden. Kommen wir zum nächsten Lieblingsfehler meiner Deutschlerner. Ich lese immer wieder Sätze wie, wenn ich ein Kind war, habe ich viel gespielt. Oder auch mal, als Deutsch eine schwierige Sprache ist, lerne ich in der Linkster Academy. Vielleicht findest du direkt das Problem. Es geht um den Unterschied zwischen als und wenn. Kennst du die Regeln dafür? Als nutzt du nur, wenn etwas in der Vergangenheit einmal passiert ist. Als ich gestern bei meiner Oma war, haben wir uns ein altes Fotoalbum angeschaut. Hier spreche ich von einem spezifischen Tag, nämlich von gestern und von etwas, das wir gestern nur einmal gemacht haben. Als ich meine Bewerbung an die Uni Saarbrücken geschickt habe, habe ich mein Zeugnis vergessen. Ups, das sollte nur einmal passieren, oder? Als ich ein Kind war, habe ich viel gespielt. Du warst zwar längere Zeit ein Kind, aber du warst nur einmal ein Kind, stimmt's? Und darum geht es. Wenn benutzt du in der Vergangenheit, wenn etwas öfter passiert ist. Hier ein paar Beispiele. Immer wenn ich bei meiner Oma war, haben wir uns alte Fotoalben angeschaut. Das heißt, dass ich mit meiner Oma öfter oder auch immer, wenn ich bei ihr war, Fotos angeschaut habe. Wenn ich als Kind Geburtstag hatte, machte meine liebe Oma Schokokuchen für alle. Okay, du warst nur einmal ein Kind, aber du hattest viele Geburtstage als Kind. Und wenn die Oma an jedem Geburtstag Kuchen gemacht hat, oder an den meisten, ist es eine Wiederholung in der Vergangenheit. Immer wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, legte sich meine Katze auf meinen Schoß. Das ist vielleicht nicht jedes Mal passiert, aber sehr oft. Meistens ist als richtig, wenn wir von einer bestimmten Sache erzählen, die uns passiert ist, denn wir möchten ja von etwas Besonderem berichten, oder? Etwas Einzigartigem. Übrigens, in der Gegenwart oder der Zukunft musst du gar nicht lange nachdenken, dann sagst du immer wenn. Schau mal. Wenn du mich besuchst, backe ich einen Kuchen. Wenn wir im Sommer Urlaub haben, fahren wir ans Meer. Und wenn es aufhört zu regnen, gehe ich spazieren. Nochmal zu dem Beispiel, als Deutsch eine schwierige Sprache ist, lerne ich in der Linkster Academy. Ich glaube, dieser Fehler kommt vom englischen as. Kann das sein? Und das bedeutet weil. Die Wörter sind sich zwar ähnlich, aber im Deutschen benutzen wir da oder weil, um über einen Grund zu sprechen. Da oder weil ich am Wochenende krank war, konnte ich die Hausaufgaben nicht machen.
Da oder weil sie im Job keine Herausforderungen mehr sah, war sie auf der Suche nach einer anderen Stelle. Und nun kommen wir zu einem weiteren typischen Fehler, der irgendwie aus mehreren Fehlern besteht. Trotzdem sie einen guten Job hat, verdient sie nicht so viel Geld. Obwohl ihres guten Jobs verdient sie nicht so viel Geld. Korrekt ist, obwohl sie einen guten Job hat, verdient sie nicht so viel Geld. Und trotz ihres guten Jobs verdient sie nicht so viel Geld. Hier handelt es sich um ein ganz spezielles Grammatikthema, nämlich Konzessivsätze. Und die können die Wörter trotz, trotzdem und obwohl beinhalten. Aber was genau macht man damit? Hier direkt ein Beispiel. Draußen ist es eiskalt, trotzdem geht sie im T-Shirt raus. Sollte man ja normalerweise nicht machen. Und darum geht es bei Konzessivsätzen. Peter hat kein Geld, trotzdem will er einen Porsche kaufen. Macht man ja normalerweise auch nicht. Okay, hier die korrekte Grammatik in den 3 Varianten. Obwohl sie eine Allergie hat, liebt sie Katzen. Sie hat eine Allergie, trotzdem liebt sie Katzen. Trotz ihrer Allergie liebt sie Katzen. Du hast also 3 Möglichkeiten, dieselbe Information wiederzugeben, aber die Grammatik ist immer ein bisschen anders. Wir machen mal eine kleine Analyse. Obwohl benutzt du immer in einem Nebensatz und das Verb steht am Ende. Der ganze Nebensatz kann vorne oder hinten stehen. Sie liebt Katzen, obwohl sie eine Allergie hat. Obwohl sie eine Allergie hat, liebt sie Katzen. Wenn du diese Aussage mit trotzdem schreiben möchtest, sieht das so aus. Sie hat eine Allergie, trotzdem liebt sie Katzen. Kein Komma, kein Nebensatz. Und Achtung, der Trotzdem-Satz steht immer an 2. Stelle, denn du musst zuerst den Kontext geben. Es ist heiß, trotzdem trägt sie einen Schal. Ich bin sehr müde, trotzdem arbeite ich weiter. Andersrum geht es nicht, der Trotzdem-Satz steht also immer hinten, okay? Und zum Abschluss schauen wir uns noch die Präposition trotz an. Die ist obwohl sehr ähnlich, hat aber einen anderen Satzbau. Obwohl sie eine Allergie hat, liebt sie Katzen. Trotz ihrer Allergie liebt sie Katzen. Also, obwohl plus Verb, denn obwohl ist eine Konjunktion und die steht immer in einem Nebensatz. Aber trotz plus Nomen, denn trotz ist eine Präposition und zwar mit dem Genitiv. Trotz des schlechten Wetters, trotz der Probleme auf der Welt und so weiter. Dieses Thema hier ist übrigens wichtig für die Nominalisierung und Verbalisierung, denn der erste Satz besteht aus Nebensatz und Hauptsatz und ist deshalb verbal. Aber das zweite Beispiel ist nur ein Hauptsatz und ist deshalb nominal. Dazu habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht, das kannst du dir hier anschauen. Na, hast du jetzt den Unterschied zwischen den 3 Möglichkeiten verstanden? In einem schönen Text auf B2-Niveau solltest du alle 3 Formen anwenden können. Und deshalb beenden wir das Video jetzt mit einer kleinen Übung. Ich gebe dir 2 Hauptsätze und du überlegst, wie du sie richtig mit obwohl, trotzdem oder trotz formulieren kannst. Bereit? Hier sind deine Sätze. Das Homeoffice bietet viele Vorteile. Manche Arbeitnehmer vermissen den Kontakt zu ihren Kollegen. Schreibe deine 3 Antworten in die Kommentare, bevor du dir die Lösungen ansiehst. Achtung, jetzt kommen die Lösungen. Obwohl das Homeoffice viele Vorteile bietet, vermissen manche Arbeitnehmer den Kontakt zu ihren Kollegen. Das Homeoffice bietet viele Vorteile, trotzdem vermissen manche Arbeitnehmer den Kontakt zu ihren Kollegen. Trotz der vielen Vorteile vermissen manche Arbeitnehmer im Homeoffice den Kontakt zu ihren Kollegen. Oder trotz der vielen Vorteile des Homeoffice vermissen manche Arbeitnehmer den Kontakt zu ihren Kollegen. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Wie viele der Fehler machst du bzw. hast du gemacht? Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal.
Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.